Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Genesis Import YouTube-Kanal. Heute dreht es sich um das James Barhoud Odyssey Magma Dachzelt, was es jetzt ganz neu gibt. Das Magma basiert grundsätzlich auf dem Odyssey Dachzelt. Das heißt, wir werden jetzt hier nicht auf die Details eingehen, wie das Odyssey Dachzelt prinzipiell von anderen Modellen unterscheidet. Dafür haben wir hier oben für euch ein Video verlinkt, was auch ganz neu ist, wo wir da genau drauf eingehen. Hier geht es jetzt vor allem um die Unterschiede und die Spezialitäten vom Magma im Vergleich zu dem normalen Odyssey Dachzelt. Beim Magma handelt es sich um ein Sondermodell von James Barhoud der Odyssey-Serie. Und zwar wird es das nur in begrenzter Stückzahl geben. Die Nummer von der Produktionsreihe ist immer hinten rechts dann abgebildet. Das ist jetzt nur noch ein Prototyp gewesen, deswegen steht hier nur Beta. Hier würde dann normalerweise 5, 10, 30 etc. stehen. Derzeit sind zwischen 200 bis 250 Modelle geplant. Und so wird es dann eben dort auch die fortlaufenden Nummern geben. Was einem direkt bei dem Zelt ins Auge fällt, ist natürlich die neue Oberschale. Grundsätzlich ist auch hier, wie beim normalen Odyssey, eine 4 mm dicke ABS-Schale verwendet worden. Dazu aber gibt es in einer Kooperation mit dem Hersteller Line X noch ein Coating obendrauf. Dieses Line X sorgt für diesen schwarzen, körnigen Look, was das Ganze schlagfest und witterungsbeständig macht. Mit Line X sind natürlich Ober- und Unterschale beschichtet, damit, wenn das Ganze zu ist, zum einen einheitlichen Look gibt und zum anderen natürlich auch das Zelt so diesen Extraschutz über die komplette Oberfläche hat. Gewichtstechnisch ist das Odyssey Magma natürlich einen Ticken schwerer als die anderen Odyssey Dachzelte, da ja zu der normalen Schale nochmal diese Beschichtung hinzukommt. Wir sprechen hier von ca. 8 Kilo. Der Hersteller gibt das Zelt mit 82 Kilo inklusive Matratze, aber exklusive Leiter an. Ansonsten ist das Dachzelt aber von den Maßen, außen wie innen und auch der Höhe und auch vom Handling, wie es auf uns zugeht, identisch mit den anderen James Barhoud Odyssey Modellen. Die Leiter beim Odyssey Magma ist vom optischen her sehr ähnlich wie die beim normalen Odyssey und auch bei den anderen James Barhoud Dachzelten. Hier ist aber auch eine Besonderheit, diese ist nämlich für dieses Modell nochmal breiter geworden, damit man durch diese breiteren Trittstufen noch leichter ins Zelt rein und raussteigen kann. Neben dem schwarzen, glänzenden Line X Look wurden noch die verschiedenen Elemente in dunkelrot hinzugefügt. Das hier oben sind die Punkte, wo normalerweise die Querträger von James Barhoud montiert werden können. Die sind in dunkelrot. Im passenden Rot sind auch die Schnallen an beiden Seiten wie vorne in Rot. Zusätzlich hat man noch hier am Stoff ebenfalls eine dunkelrote Umrandung. Und natürlich auch die Stückzahlnummer hinten ist auch nochmal in Rot. Das Design von außen wurde dann natürlich auch drinnen übernommen. Deswegen haben wir hier an den Taschen, die links und rechts mit dabei sind, noch die Naht oben in Rot, wie auch an dem Gepäckfach hier oben, was auch nochmal rot umrandet ist, um diesen Look abzurunden. Neben diesen optischen Besonderheiten, wie beispielsweise diese roten Applikationen, liefert James Barhoud mit dem Magma aber auch noch ein paar echt tolle Features mit. Und zwar ist da zum einen ein LED-Band mit dabei. Das beginnt an der einen Seite hinten, läuft dann einmal drumherum, hier auch oben entlang, bis ans Eck. Und hier ist es so, dass im Normalfall die LED-Bänder deutlich kürzer sind, weil die Spannung nicht ausreicht, um über eine solche lange Distanz ein gleichbleibendes Lichtergebnis zu erzielen. James Barhoud hat dafür extra eine spezielle Powerbank mit dem Lieferumfang, die von der Spannung her ausreicht, um das LED-Band über die komplette Länge gleichbleibend zu beleuchten, was es so auf dem Markt bisher noch nicht gibt, im Dachzeltmarkt. Ein weiteres Feature, was James Barhoud mit anbietet, direkt im Lieferumfang, ist diese Storage Box. Diese kann man entweder als Tisch nutzen für innen drinnen. Ich kann sie aber auch als Staufach nutzen. Das Ganze mal auf. Das Staufach gibt es in zwei Varianten, mit 24 und mit 36 Litern. Das hier ist die große Variante mit 36 Liter. Die kurze Variante wäre genauso breit, aber einen Ticken niedriger. Ich habe für dieses Staufach mehrere Pads, die ich am Stoffrand festkletten kann. Und dadurch habe ich die Möglichkeit, diesen Stauraum mir so aufzuteilen, wie ich ihn eben nutzen möchte. Ich kann auch alles rausnehmen. Ich kann auch anstelle von diesem nochmal geteilten Feld, kann ich nochmal 6 gleich große Felder machen. Das Ganze kann auch im Zelt bleiben, wenn ich das Zelt schließe. Ich kann es im Zeltinneren als Rückenlehne nutzen, da das stabil genug ist. Und ich kann das Ganze auch an allen Seiten an diesen Gurten aufhängen und dann beispielsweise an die Zeltwand hängen. Und dadurch kann ich das auch gut im Zelt lassen über Nacht. Man kann das Ganze auch als Tisch für innen drinnen nutzen.
sei es zum Kartenspielen, aber auch zum Essen und Trinken. Das hier ist wirklich eine massive Oberfläche. Plus, es sind immer ein bisschen die Feinheiten, auf die es hier ankommt. Der Rand ist hier leicht erhöht, das heißt, sollte man hier zum Beispiel was verschütten, würde das nicht gleich auf die Matratze laufen, sondern wäre dann quasi hier erstmal noch sicher und man kann das dann auch von drinnen gut beseitigen, ohne dass die Matratze direkt nass wird. Ein weiteres cooles Feature, was bei Magma mit dabei ist, ist die Standheizung Warmluftschlauchdurchführung. Dazu habe ich auf beiden Seiten hier eine Klappe, die normalerweise mit Klett zugemacht wird, wo ich meinen Heißluftschlauch durchführen kann. Und dadurch kann ich alle Fenster schließen und trotzdem mit einer Standheizung die warme Luft ins Innere bekommen. Das war unser Video zum neuen James Ballroot Odyssey Magma Dachzelt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr die neuen Features daran findet. Folgt uns gerne auf YouTube oder Instagram oder anderen Social Media Kanälen. Wenn ihr das Dachzelt mal in Live sehen wollt und auch mal diese Oberschale mit diesem Line X Beschichtung euch anschauen wollt, besucht uns gerne in unserem Showroom in Schwarzach. Wir freuen uns auf euch.